Hi, ich bin Nils, Fake Lobster Games. Das Spiel heißt Shellbound, ein Post-Metroidvania auf einer riesigen Schnecke. Los geht's. Hallo, herzlich willkommen. Wir sind auf der DevCon 2025. Ich habe mir den Nils geangelt. Der wird uns gleich was über Muscheln und Schnecken erzählen. Und zwar bitte was? Muscheln? Vor allen Dingen über Schnecken tatsächlich. Genau, wir haben ein Metroidvania auf einer riesigen Schnecke oder ein Post-Metroidvania auf einer riesigen Schnecke. Das heißt wirklich eine literally living world, eine wortwörtlich lebendige Welt. Ihr kennt wahrscheinlich alle den Marketing-Gag irgendwie, ja, wir haben eine lebendige Welt. Unsere ist wirklich lebendig. Wie kann man das dann verstehen? Du sagst so auf einer Schnecke, lebendige Welt, was? Genau, also es ist halt ein riesiger Organismus, auf den ihr seid. Und damit hat es tatsächlich einige Impacts auf das Gameplay auch. Dadurch, dass wir auf dem Organismus sind, haben wir auch wirklich ein Ökosystem. Wir haben sowas wie eine Food Chain, also Tiere, die andere Tiere fressen, die sich verwandeln, die eine Evolution hinter sich haben. Und da wirklich ändert sich alles. Wie wir auf die Idee gekommen sind, naja, es gibt eine Menge sehr schöne Bücher und Filme, die auf riesigen lebenden Wesen sind. Und wir dachten uns, Schnecken gibt es noch nicht. Schnecken sind völlig verrückte Tiere und wir lieben sie. Deswegen machen wir das. Was war denn so eure Inspiration dafür, für das Spiel? Naja, also Terry Pratchett ist schon eine Inspiration, die wir, glaube ich, nicht hinten rüberfallen lassen können. Aber tatsächlich war der Aufhänger, dass ganz viele Leute sagen, wir haben eine lebendige Welt. Wir dachten uns, ey, das ist total bescheuert, lass doch mal wirklich eine wirklich lebendige Welt haben, wo du wirklich ein Lebewesen hast, dem du bist, wo verschiedene Dinge passieren, weil dieses Lebewesen eventuell auch im Laufe der Zeit es dem nicht so gut geht oder auch doch gut geht und so weiter und damit natürlich auch einige Gameplay-Mechaniken verbunden sind. Und ich habe jetzt auch gesehen, dass irgendwie das Spiel hat mich so von Stil irgendwie an Hollow Knight erinnert. Ist das Inspirationsquelle gewesen oder wollt ihr da nochmal weg von? Ja, also auf jeden Fall ist Hollow Knight eine Inspirationsquelle gewesen. Glaube ich, in dem Genre kann man da auch gar nicht dran vorbei, weil wirklich Hollow Knight einfach so unfassbar viel richtig macht. Genau, und der Stil, wie man auch sieht, ist davon inspiriert, aber wir haben gerade ein komplettes Redesign der Umwelt, auch des Main-Characters. Das heißt, das wird am Ende wirklich noch deutlich anders aussehen, weil wir natürlich auch eine eigene visuelle Identität haben wollen und kein Hollow Knight Artstyle Rip-Off sein wollen. Du sagtest auch Metroidvania, das heißt auch Genau. Backtracking ist alles mit dabei? Ja, wir sagen Post-Metroidvania. Und zwar aus einem Grund, weil tatsächlich, also ihr wisst das alle, es gibt super viele Metroidvanias da. Und wir wollen nicht das 1000. Metroidvania sein, was alles genauso macht wie alle anderen Spiele. Deswegen sagen wir Post-Metroidvania, weil wir sehr, sehr viele Regeln und Konventionen dieses Genres wirklich komplett über den Haufen werfen, weiterentwickeln, verändern. Von Backtracking zu Ability Gating zu allem Möglichen. Magst du mal eine davon so rauspicken und dann mehr dazu erzählen? Sehr, sehr gerne. Und zwar, also in dieser Welt seid ihr ein Parasit. Und weil ihr ein Parasit seid, könnt ihr Gegner kontrollieren. Das heißt, ihr geht in die Gegner rein, wenn ihr die getötet habt oder geparried habt und könnt dann die kontrollieren, deren Abilities für euch nutzen. Was bedeutet, im Gegensatz zu vielen anderen Metroidvanias hast du nicht nur Double Jump, Dash und keine Ahnung was, sondern du hast die kompletten Abilities der Enemies hast du auch, die du benutzen kannst. So. Geht aber noch weiter. Wir haben zum Beispiel auch die Enemy Evolution. Das bedeutet, Gegner, also wenn du eine bestimmte Anzahl von Gegnern tötest, entwickeln die sich weiter zur nächsten evolutionären Stufe mit neuen Abilities. Was bedeutet, du hast wieder komplett neue Abilities, die du benutzen kannst. Und damit hebeln wir auch so ein bisschen Ability Gating aus. Weil ihr kennt das bestimmt irgendwie normalerweise, okay, du hast einen riesen Abgrund und brauchst den Dash, um darüber zu kommen. In unserem Case ist es auch so, aber du kannst eben auch dann einen Gegner nutzen, der in der Nähe ist, der vielleicht fliegen kann und fliegst dann darüber und hast dann Intentional Sequence Breaking, was natürlich für QA am Ende wirklich die absolute Hölle ist, aber für Speedrunner der absolute Segen, deswegen. Heißt es dann aber auch, wenn man versucht, ein Passives Run zu machen, dass man dann verschiedene Gegnertypen gar nicht sehen wird dann in Run? Ich bin mir noch nicht sicher, ob es einen Pacifist Run geben wird, wenn ich ehrlich bin, weil am Ende ist es so, wenn du in die Gegner reingehst, fügt es denen auch Schaden zu. Das heißt, am Ende wirst du die wahrscheinlich auch, zumindest einige von denen, auch töten müssen. Deswegen, ich befürchte, das wird es gar nicht geben. Du sagtest auch, dass man von der Welt irgendwie beeinflussen kann, also dass die Welt schlechter werden kann oder besser werden kann. Wie hat man da denn Einfluss? Absolut, genau. Also wir nennen das Ganze Biome Evolution auch, also um diesen Term zu bleiben, weil tatsächlich sich komplette Biome und die Welt an sich wirklich weiterentwickeln kann. Das passiert sowohl durch Aktionen, die du machen kannst, als auch im Laufe des Spiels durch geskriptete Sachen. Ein Beispiel dafür ist, wir haben einen großen Mucus Garden, Schleimgarten heißt es. Das heißt, es ist dann wirklich eine Art von Dschungel, könnt ihr euch das vorstellen. Und da kann es auch passieren, dass der Schnecke nicht so gut geht, dass die Lebensenergie da rausgeht und plötzlich alles komplett verwelkt wird, tot, keine Ahnung was. Und dann tatsächlich auch eine ganz andere Art von Gegner dann kommt. Das heißt, was passieren kann, ist, dass komplette Biome sich komplett ändern. Im Aussehen, Funktionen, Areas, die du erreichen kannst, nicht erreichen kannst. Wie schon gesagt, die Gegner, die sich weiter evolutionieren und plötzlich komplett anders da sind. Bedeutet aber auch, in unserem Fall, Backtracking wird plötzlich spaßig. Weil Backtracking, manche lieben es, manche hassen es, aber es kann echt schnell langweilig werden. Ne? In unserem Fall nicht, weil jedes Mal, wenn du backtrackst, siehst du was Neues. Etwas, das sich verändert hat, etwas, was neu da ist und du vorher nicht gesehen hast. Das heißt dann auch, dieses Backtracking wird sich lohnen und nochmal neu Spaß machen. Wie lange ist denn geplant, dass dieses Spiel einen Menschen beschäftigt?
Wir haben geplant 15 Stunden jetzt gerade. Das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie schnell wir in der Produktion vorankommen, keine Ahnung. Aber 15 Stunden ist so wirklich das, wo wir sagen, da sind wir safe. Aber was uns wichtig ist, sehr viel ist optional. Das heißt, du kannst tatsächlich in deinem ersten Run, kannst du sehr viele Sachen einfach nicht sehen. Wirklich Bosse, Areas, keine Ahnung, was kannst du wirklich missen, was wir wichtig finden. Denn am Ende, glaube ich, wenn du das Gefühl hast, du liest dann zum Beispiel in einem Forum, krass, da ist noch die Area und der Boss, wo war das genau? Und dann guckst du nochmal nach, wenn du das Gefühl hast, eine Welt hat viele Geheimnisse und hat immer was Neues zu offern und du musst wirklich in jedem Winkel gucken, um alle Geheimnisse zu sehen. Ich glaube, es macht eine Welt aber viel, viel reicher und deswegen ist das wirklich das, was wir haben wollen. Also 15 Stunden vermutlich, wenn du wirklich alles gesehen hast, aber es wird auch schnellere Runs geben können und natürlich auch langsamere, wenn Leute sich wirklich Zeit lassen. Ist auch geplant, irgendwie mit New Game Plus da nochmal ein bisschen mehr Spielzeit quasi rauszuholen, nochmal die Spieler nochmal neu zu fordern oder was macht ihr da? Ja, also New Game Plus ist auf jeden Fall geplant, gerade natürlich mit diesem Konzept, wo sich Dinge ändern können oder auch nicht ändern können, weil da kommen wir ja auch hin. Ne? Also dein erster Run-Through kann sein, irgendwie, du hast die und die Biome und die bleiben Vanilla, die bleiben so, wie sie sind, weil du bestimmte Aktionen nicht machst. Aber eventuell in einem anderen Run siehst du, dass sie sich verändern und du hast eine komplett andere Erfahrung. Da macht natürlich New Game Plus total Sinn. Deswegen werden wir drin haben. In welchem Scope das passieren wird, müssen wir noch gucken, weil wir natürlich schauen müssen, dass wir alle Game-Mechaniken wirklich in der Hand haben, dass es wirklich funktioniert, dass hinterher man sich nicht softblocken kann und so weiter. Aber ja, geplant ist es. Du sagtest ja, dass man Einfluss machen kann oder eben Entscheidungen auch auslassen kann. Wird es dann auch das Ende, die Story beeinflussen? Absolut. Es gibt 3 verschiedene Enden, die du haben kannst. Ich werde die jetzt natürlich nicht spoilern, aber ich kann vielleicht einmal sagen, was so ein bisschen der Story-Kick-Off ist. Weil der Punkt ist, wie gesagt, riesige, lebendige Schnecke, die hat seit Jahrtausenden hat die geschlafen und ist jetzt zum ersten Mal wieder erwacht und bewegt sich oder hat angefangen sich zu bewegen. Aber niemand weiß, warum ist sie erwacht und wohin sie geht sie. So, das ist etwas, was du im Laufe deines Playthroughs wirklich auch erfahren wirst. Warum ist es der Fall? Und du wirst auch erfahren, wohin ist sie denn unterwegs und was passiert da? Und je nachdem, wie du dich vorher auf der Schnecke verhalten hast, werden eben auch verschiedene Enden möglich sein. Wir haben 3 verschiedene Enden, wie gesagt. Und die sind wirklich auf einem Scope, dass wirklich die komplette Welt sich komplett verändern kann. Oder auch nicht. Spoiler, 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 Spoiler. Das hat schon wirklich weitreichende Konsequenzen. Und da wir jetzt vorhin das New Game Plus erwähnt haben, hat dann auch das Ende jeweils Einfluss auf das New Game Plus oder sagt ihr dann so, okay, nein, das ist zu viel Komplexität, wir müssen einfach davon ausgehen, dass wir wirklich Storytelling-mäßig wieder von vorne anfangen, aber halt irgendwie Skills mitnehmen oder so? Du hast jetzt nicht nur die einfachen Fragen mitgebracht, ne? Nee, wirklich gute Frage. Das ist etwas, was wir tatsächlich sehen müssen. Also es wäre natürlich super, super geil, dass wenn du die und die Entscheidung hast, am Ende wirklich das New Game Plus komplett anders sein wird. Aber können wir noch nicht sagen. Es ist wirklich eine coole Idee tatsächlich. Ja. Ist ja auch irgendwie gefühlt auch so ein Standardding für Metroidvania oder auch Post-Metroidvanias, dass viel Environmental Storytelling passiert. Ja. Macht ihr das dann auch oder habt ihr auch mal viel Dialoge mit NPCs, wie auch immer? Ja, wir haben tatsächlich eine Mischung daraus. Also wir haben auch Environmental Storytelling ist wirklich das Hauptding, wie wir es beschreiben wollen. Also Environmental Storytelling ist der Hauptkommunikationsweg. Wir haben aber auch sehr viele, sehr, sehr verrückte NPCs, die natürlich dir auch Sachen über die Storyline sagen, was da passiert, wer sie sind, keine Ahnung, was dafür passiert auch. Und wie in Souls-like auch, haben wir natürlich irgendwie Item-Descriptions, wo auch Informationen drüber herkommen. Das sind so die Kanäle, die da passieren. Am Ende ist es aber auch so, dadurch, dass wir eine sehr plastische Welt haben mit einer Kreatur, die sich bewegt, der Dinge zustoßen, sind natürlich auch da Dinge, wo du dann sehr, sehr genau weißt, was passiert denn hier gerade, was passiert mit meiner Welt. So. Im Gespräch vorhin haben wir darüber geredet, auch, dass ihr nach einem Publisher sucht. Wird dann irgendwie das Finden eines Publishers auch nochmal irgendwie den Scope erweitern oder sagt ihr, nee, das ist jetzt unser Scope, final und vielleicht nochmal ein DLC oder ein Sequel? Ja, also wir hatten einen deutlich größeren Scope noch vor 2 Jahren. Das heißt, von dem Content, den wir bringen können, haben wir eigentlich genug für 2 DLCs. Also wir haben auf jeden Fall mindestens ein DLC geplant. Und klar, wenn dann ein Publisher vorbeikommt und sagt, hier habt ihr einen Sack voll Gold, nehmen wir den natürlich an und würden im Zweifelsfall auch den Scope vergrößern und natürlich dann irgendwie auch das aber auch ein bisschen später rausbringen müssen. Wir wollen es aber tatsächlich relativ bald rausbringen. Gerade ist geplant Ende 2027. Wir brauchen 2 Jahre für die Produktionszeit. Ende des Jahres wollen wir anfangen. Also das würden wir natürlich dann machen. Jetzt gerade ist aber tatsächlich erstmal dieser Scope geplant mit am Ende, glaube ich, ungefähr 6 Biome, die aber auch relativ groß sind. Genau. Aber wir lassen uns da natürlich auch gerne mit mehr Geld von abbringen. Alright. Und wenn man jetzt hier sagt, okay, sieht super aus, hört sich richtig gut an, ich will mehr während der Entwicklung auch up to date bleiben. Wo geht man da am besten hin? Habt ihr eine Steam-Page? Habt ihr einen Discord?
Alles. Genau. Wir haben eine Steam-Page, wir haben Discord, wir sind auf Social Media unterwegs. Kommt gern zu Discord, fragt Sachen, schlagt Sachen vor. Wir diskutieren da jetzt in Zukunft. Wir waren lange ein bisschen stiller da, aber jetzt gerade wollen wir auch neue Game-Mechaniken da diskutieren. Das heißt, ihr könnt wirklich eure Meinung da einbringen, sagen, was euch nicht gefällt, was euch gefallen hat und keine Ahnung was. Die Demo wird bald live gehen und da könnt ihr das machen. Und natürlich auf Steam, bitte wishlist uns, weil am Ende ist das wirklich das, was uns dazu bringt, dass ein Publisher Ja sagt, wenn wir genug Wishlists haben. Deswegen, bitte macht das, wenn ihr das Spiel geil findet und spielen wollt. Wunderbar. Das hört sich ja alles sehr, sehr toll an. Dann vielen Dank für deine Zeit und danke dir. viel Glück nochmal hier auf der DEFCON Gamescom wegen Publisher-Suche, wegen neuen Leuten mit Wishlist. Ja. Und ich hoffe, dass wir hier ein paar Leute davon überzeugen können. Ich hoffe davon. Ah gut, dann ciao. Danke euch. Für mehr Reviews zu Indie-Games oder anderen Spielen lasst mir hier gerne einen Sub da oder folgt mir auf Twitch, um mich live zu sehen. Ich freue mich auf euch. Macht's gut, bis dann, ciao.